Alle Easter Eggs und Referenzen aus Jurassic World Chaos Theory. Da bin ich sehr gespannt, weil ich achte auf sowas nicht wirklich. Es fällt mir manchmal einfach auf. So Sachen wie die Resonanzkammer im Hintergrund bei Jonas Santos, das fällt einem einfach auf, aber so wirklich gezielt achte ich da jetzt nicht drauf. Wie ist das bei euch? Habt ihr Referenzen und Easter Eggs in Jurassic World Rebirth entdecken können? Heute ist wieder ganz wirr der Tag. In Jurassic World Chaos Theory Staffel 2. Wenn nicht, macht nichts, weil wir schauen da jetzt mal gemeinsam rein und gucken, was Jurassic Outpost herausgefunden hat. Auf geht's. The second season of Jurassic World's animated show Chaos Theory is officially here, and just like with season 1, it's filled with Easter eggs, nods, and references to all things Jurassic Park and Jurassic World. In this video, I'm going to dive into all of the references that we noticed in Chaos Theory Season 2. Spoiler warning if you haven't yet finished the new season. Welcome back to... Ich habe Jurassic World Chaos Theory noch nicht gesehen. Ist die Serie wirklich so gut? Soll ich die gucken? Ja, auf jeden Fall. Die Serie ist besser als die Filme. 100%ig. Du musst halt oder solltest halt vorher schon Camp Cretaceous gucken, ne? Wenn du das noch nicht kennst, schau das auf jeden Fall zuerst und dann machst du weiter mit Chaos Theory. Lohnt sich definitiv. Ja, Brooklyn hat sich bei der befreite Dinosaurier als Sid. Das habe ich ja gar nicht angesprochen. Ey, stimmt, du hast vollkommen recht. Sydney, ja. Der nächste Leak, der einfach stimmt. Es hieß damals, dass in Jurassic World Chaos Theory Staffel 1 oder generell in der Serie, dass da die Hauptrolle eine Sydney spielen soll. Und die würde bei einem Vorfall mit einem Dinosaurier in der Nähe vom Lockwood-Anwesen einen Arm verlieren. Und Sydney kam halt nie wieder vor, ne? Und deswegen dachten wir, okay, die haben einfach Sydneys Rolle an Brooklyn überschrieben. Und jetzt wurde einfach Brooklyn nochmal als Sydney vorgestellt, mit diesem Fake-Namen bei den, weißt du, Jonas Santos, glaube ich, aber auch. Hat sie sich auch als, oder? Da war sie auch Sydney, glaube ich. Und eben dann noch bei diesen BDDs, genau. Stimmt. Jurassic Outpost, let's dive in. In the very first episode, Batten Down the Hatches, the Nublar 5 are hiding in a crate aboard the cargo ship, and above them we see a baryonyx. We think this might be the same baryonyx first seen in Camp Cretaceous on Isla Nublar. It has the same blue eye markings that the baryonyx Chaos had, but of course this might not be the same one, could just be one of the many other dinosaurs. While Darius has always been... Okay, ach stimmt, ja, okay. Das ist jetzt für mich wieder kein Easter Egg. Wir hatten das Thema schon mal gehabt, dass Jurassic Outpost manchmal Sachen als Easter Eggs herausnimmt, wo wir gemeinsam aber auch im Chat gesagt haben, das sehen wir ein bisschen anders, ne? Keine Ahnung, so Sachen, ey, Darius hat jetzt eine gelbe Jacke an und in Jurassic Park 1 gab es eine gelbe Mücke im Hintergrund. Das würden die als Easter Egg ansehen. Da müssen wir, ja gut, wir gucken einfach mal, was da jetzt bei rauskommt. The one to identify dinosaurs based on the sounds they make, we get a nice moment where all of the campers are guessing the dinosaur based on the sound, showing their combined knowledge of dinosaurs and dinosaur behavior. Baryonyx! How? What? How? Inside this container, the group are camping out, reminding us of Eric Kirby in Jurassic Park 3, especially with those lamps. Kenji makes a reference to the group's living quarters at Camp Cretaceous. You know, this place kind of reminds me of our sweet pad at Camp C. Shame there's no slide, though. While Kenji is sneaking around the ship to gather supplies for the group, we learn that the ship departed from a port in Louisiana, meaning we now have a location for the... Ich dachte, dass das irgendwas mit diesen Salatköpfen auf sich hat. Irgendwas Spektakuläres, aber da, nee.
sequence at the end of season 1. We also learned that they've been aboard the ship for at least over a week. We also see this scene from season 1 playing out via a news report on the TV, and a quick headline about the dinosaurs being released from a commercial farm, possibly in reference to Claire's activities in the opening of Dominion. Man kann die Serie nicht mit den Filmen vergleichen. Die Serie hat viel mehr Zeit. Das ist aber Schwachsinn. Guck dir Herr der Ringe an. Die Filme sind besser als die Serie. Obwohl die Serie wesentlich mehr Zeit hat, schaffen es die Filme, eine wesentlich bessere Reise zu erklären. Charaktere wesentlich besser auszubauen. Hier ist es eben andersrum. Hier sind die Figuren einfach in den Jurassic World-Filmen aber auch nur so extrem blass und plump aufgebaut. Du hättest Owen eine Backstory geben können. Das hätte keine 5 Minuten gedauert. Natürlich kannst du das nicht so ausschweifend machen, aber du kannst es irgendwie machen. Haben sie nicht gemacht. Auf gar keinen Fall. Noch dazu ist die gesamte Rahmenhandlung, die kannst du definitiv vergleichen. Und die ist in Jurassic World Chaos Theory runder und besser und interessanter. Ja, das geht schon. Also du kannst Filme und Serien miteinander vergleichen. Das geht sehr gut sogar. Everybody good? No! Kenji states, Mateo did it! He got the DPW's whole dino trade totally shut down. confirming that Mateo fulfilled his goal from the end of season 1. Und er ist nicht der Broker, ey. Es war minimal enttäuschend. Aber ich fand das schon ganz cool mit so Jonas Santos, dass die halt, ja, jetzt irgendwie dann doch so den Bogen fühlt. Den Bogen führt zu Jurassic World Dominion. Das fand ich dann doch ganz cool. Kenji opens a container and we find a number of dinosaur eggs, one belonging to Bumpy, who gave birth at the end of the last season. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo die jetzt hier auch sagen würden, ja, da sind Dinosaurier-Eier und die haben wir auch schon mal gesehen in Jurassic Park 1. Vielleicht kommt das jetzt noch, Achtung. Nee. The Suchomimus is seen here, but it doesn't attack them, rather it seems pretty scared and remains inside its container. This species was first mentioned in the 3rd Jurassic Park movie. Suchomimus. Aber Billy sagt im Deutschen was anderes. Wichtig. Das ist Filmgeschichte. Sukimimus. Ah, ja. Snow. And was seen on the Jurassic World viral tie-in Schick sieht es aus hier. Schickes Art-Design. website for the DPG. It was a species at the Jurassic World Park, although never seen on screen, and unfortunately was cut from making an appearance in Dominion. The dinosaur's first real on-screen appearance was in Chaos Theory. Generell, das ist so eine Szene, die ich einfach gern gesehen hätte. So auch von dem Kamerashot, dass wir einfach in der Straße, in einer engen Straße so zurückgehen mit der Kamera und wir sehen, wie die Leute vor den beiden Sauriern wegrennen. Auf Malta. Das haben wir auch nie gesehen, so in der Hinsicht. Malta war auch lasch. Ja, so in der Art, wie der T-Rex in der Stadt in The Lost World die Menschen da gejagt hat, hätte man das auch hier sehen müssen. Aber Malta war ja auch so krass zerschnitten, die gesamte Szene. Da gab es ja wirklich Cut, Claire rennt von einem Raptor weg, Cut, Motorrad, Cut. Das war schon nicht so geil. As you will have seen in the very first episode, we meet a number of dinosaur species aboard the ship, including the Gallimimus, a staple dinosaur in the franchise, first seen in Jurassic Park and featured at the Jurassic World Park as well. Aber das ist doch kein Easter Egg. Nur weil ich will jetzt nicht wieder davon anfangen. Wir hatten das Thema schon gehabt, dass Jurassic Outpost, glaube ich, den Sinn die Definition von einem Easter Egg nicht so ganz verstanden hat. Du kannst doch einfach sagen, da sind auch Bäume im Hintergrund. Wisst ihr noch, in Jurassic Park 2 gab es auch einen Baum. Das ist ja Quatsch. Das ist ja kein Easter Egg. Ein Easter Egg wäre es, wenn wir genau denselben Shot jetzt wieder hätten. Und die Kamera würde genau diesen Shot einfangen. Das wäre ein Easter Egg, aber nicht, weil da derselbe Dinosaurier noch mal rumläuft. Aber das haben wir, wie gesagt, wir lassen es einfach jetzt mal so durchlaufen und kommentieren das nicht jetzt jedes Mal wieder. Weil das war bei denen, war das ganz krass, was die als Easter Eggs angesehen hatten. Gibt es da Spoiler zur 2. Staffel? Ja, wird es hier geben, denke ich. Well, this dinosaur has been featured in every Jurassic Park movie. We then meet the big bad new dinosaur this season. Es regnet, wisst ihr noch? In Jurassic Park 1 hat es auch geregnet.
The Majungasaurus, first discovered in Madagascar and a real-life cannibal. It preyed on other Majungasaurs and carnivores, a great real-world paleo nod. The boat captain says, It's just the power coming back on. just like Gennaro does in Jurassic Park. Maybe it's the power trying to come Das ist ein Easter Egg. Ja, das ist ein Easter Egg. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist ein Easter Egg. Sowas. Ja, geil. back on. The boat captain even looks like our very own Jaden. Darius uses an app on his phone to play dinosaur sounds which help lure the dinosaur out. This is reminiscent of the Velociraptor resonating chamber in the third. Hat es jemals jemand gemacht außer Darius? Und guck, das sind so Ideen, auf diese Ideen kommen die Filme einfach nicht. Klar, mit dem Handy Dinosauriergeräusche selber nachmachen. Um zu gucken, was dann passiert. So, na klar würden wir das machen und ausprobieren. Filme bringen uns Laserpointer. Das ist so blöd. Jurassic Park movie. The lifeboat that the group escaped the cargo ship on, I mean, we can't help but be reminded of that deadly Ocean Gate sub. Makaber. Sieht halt nicht mal so aus. Also, sieht von der Form her nicht so aus und auch nicht von der Farbe, aber es musste erwähnt werden. Auch so ein Ding, ey. Das war, glaube ich, das war die sinnloseste Tragödie, glaube ich, die es jemals in unserer Welt gegeben hat. Ben watches the Dinosaur Liberation Now's video and spots Brooklyn in the background, her first appearance this season. The person in the raptor head mask will certainly remind some fans of an early concept for Jurassic Park 4, which never Ja, nee. Du hast jetzt aber weit hergeholt. made it to production, but featured dinosaur-human hybrid. Ja, aber nee. Die ziehen sich manchmal Sachen so tief unten raus. Dieses Dinosaur Liberation Now sollten einfach so ein paar Dino-Fanatiker halt sein. Das sollten einfach so Aktivisten sein. Das sollte keine Referenz an Dino-Menschen werden. There was even concept art made by Carlos Fuente to visually showcase this idea. Wenn das die Masken gewesen wären das genau 3 Leute, die die Masken auf hätten, dann wäre das ein Easter Egg gewesen. Aber so ist das kein Easter Egg. Das ist einfach Leute, die halt eine Maske aufziehen, weil es in der Welt von Jurassic um was geht? Um Dinosaurier. Jetzt haben wir einen Kult da aufgebaut und der Kult will Dinosaurier retten. Also haben sie Dinosauriermasken auf. Nicht, weil Jurassic Park 4 mal die Dinger hier einbauen wollte. Das ist Quatsch. Der BDD-Plot hat mich so enttäuscht, ja, mich auch. Ich dachte, der wird ein bisschen geiler. Ich dachte echt, der wird auch ein bisschen heftiger werden. Das war schon schade. Pretty spooky. Episode 2 is titled The Marooned Five, which is a reference to something The Marooned 5, die englischen Titel sind aber auch echt geiler als beim... Ich hasse Leute, die immer sagen müssen, also ich gucke immer alles auf Englisch, aber aktuell bin ich auch echt so auf so einem Trip, wo ich mir inzwischen echt mal so Filme einfach im Originalton anhöre oder angucke und da merkst du einfach mal, dass die deutsche Synchro oftmals so extrem komisch ist. So sinnlos komisch. is titled The Marooned Five, which is a reference to something many of you will understand. We are introduced to new character Zaina here in Senegal, approaching a herd of stegosaurs. This scene reminds us of the Stegosaurus introduction in The Lost World. There's even sun beaming through the plates. Another Gallimimus now, but this one, named Geba, features an all-new color scheme. It's also named after the Geba River that passes through southern Senegal. Oh. Das ist auch mal interessant, wusste ich jetzt auch nicht. Und der Gallimimus hat auch ein geiles Design gehabt, das stimmt. Yaz says, It doesn't look like the uninhabited island of a deranged billionaire, so that's something. Darius states, I didn't think other continents had wild dinos. establishing that much of the population is under the assumption that dinosaurs are localized to the United States. The group moving dinosaurs using plants is something they've done since Camp Cretaceous. Ja, nee, von Theorien gucken wir erstmal gar nichts mehr. Ich weiß nicht, also vor allem Staffel 1 war es ja, glaube ich, ist jetzt ja auch schon ein bisschen in der Vergangenheit. Das müssen wir uns, glaube ich, auch nicht angucken. That's it.
Ben finds Wenn es himself nicht regnet, kann es kein guter Jurassic-Film sein. Ist gar nicht mal so witzig, die Aussage, weil die stimmt irgendwo auch. Das alles, was wir jetzt hier gerade sehen, mit Regen wäre noch mal geiler, ich sag's dir. Nimm einfach mal alle hellen Szenen von Jurassic Park und Jurassic World und mach sie dunkel mit Regen. Wäre alles geiler. Ja. inside these very large tree roots while searching for a signal to look at Dark Jurassic. I wonder if he'll find any eggs. The two riding these herbivores Oh, da ist es, da ist es. Vor allem die Mutter reitet den ja wirklich wie so, also, wie so ein Pro, ne? So seitlich noch mit der einen Hand da dran. So, Zena ist ja noch relativ vorsichtig mit beiden Händen, ne, am Steuer. Sie ist auch in der Mitte der Platten. Sie hängt einfach an der Seite, ey. Die hat massig XP gefarmt, auf jeden Fall. Ja. Die ist Level 20 hier, die Frau. reminds us of Ben riding Bumpy in Camp Cretaceous. Auch ganz schlimm. Oh Gott. Ich habe mir auch ganz kurz gedacht, ey, bitte ziehen Sie das jetzt nicht so auf wie mit Bumpy und Ben, dass jetzt Zena mitkommt und dann dauernd auf so einem Stegosaurus reitet. Weil ich fand Ben, ey, ich finde Ben ist einer der coolsten Figuren, gerade auch von der Entwicklung, die er durchgemacht hat. Aber ich fand Ben ab da seltsam, seitdem er mit einem Stirnband und so einem Speer wieder von den Toten aufgetaucht ist und gegen den Carnotaurus gekämpft hat. Da habe ich mir auch gedacht, so, oh, das ist so, es fühlt sich nicht so an, als wäre das dieselbe Welt, in der Alan Grant und Co. leben. Das hat sich halt komisch angefühlt. Und das hier mit Bumpy haben sie halt auch wirklich sehr lange durchgezogen. Und trotzdem war die Serie ganz geil. Also, aber das hätten sie nicht machen müssen. Hört damit auf Sauriern zu reiten. Das will keiner sehen. The third episode's title spells out Clever Girl, which is a nod to the iconic phrase uttered by Muldoon right before the Velociraptor. Well, you know the rest. Das wäre auch krass, wenn einfach mal Dune im Endeffekt der Broker gewesen wäre. Das wäre ein Twist gewesen. Clever girl. We think Brooklyn's T-shirt silent Mal Dune einfach, der Broker, und dann kommt Brooklyn rein und enttarnt ihn so und er guckt sie einfach an und sagt zu ihr, Clever Girl. Das wäre geil. Zeit für ein Was wäre, wenn mal Dune der Broker wäre. dreams might be a reference to something, but either way, it is a bit of a nod to the nightmares that she's having. Brooklyn says she leaves her jacket on purpose because it holds her deepest, darkest secrets. In the first season, when looking through her jacket, Darius and Sammy find the all-important map. Aber stimmt, dann hat ja Brooklyn eigentlich tatsächlich bewusst diese Karte zurückgelassen, ne? Sie hat ja gesagt in der Serie, sie hat dann diese Jacke mit Absicht da zurückgelassen und da war die Karte drin. Das heißt, sie wollte vielleicht doch, dass sie gefunden wird. Brooklyn's necklace has some sort of dinosaur on it. What dinosaur do you think this is supposed to be? The motorcycle she uses is reminding us of Owen Grady's from Jurassic World. Ist das so oder ist das einfach nur ein Motorrad? Jurassic World. Moment. Or do you think this is supposed to be? The motorcycle. Habt ihr bei dem Motorrad an Owen Grady gedacht und euch so gedacht, so, das ist ein Easter Egg? Ich weiß es halt nicht. She uses Aber es scheint dasselbe Modell zu sein, ne? Vom Lenkrad her zumindest. Also von der Lenkstange her kann man das irgendwie vielleicht so abnehmen. is reminding us of Owen Grady's from Jurassic World. Ja, von der Lenkstange her kann das sein. Ist halt einfach ein Motorrad, ich glaube auch. ich glaube auch. Aber es ist zumindest dieselbe Lenkstange und dieselbe Lampe vorne In dran. this episode, we get a flashback Guck mal hier, wartet mal. Seht ihr das hier an der Ecke? Das hier, das ist ein Kabel. In Jurassic Park 3 gab es ein Kabel im Hintergrund. Referenz. Easter Egg. from Brooklyn's perspective of a scene you will be familiar with from Season 1. We see the events leading up to Kenji and Brooklyn's breakup and Mich wundert's aber auch, dass sie jetzt nicht hier gesagt haben. to Kenji and Brooklyn's breakup to Kenji Moment. and Season 1. Hier, da ist ein Wasserfall. Referenz an Jurassic Park 1, da landen die vor einem Wasserfall.
Mit einem Helikopter. We see the events leading up to Kenji and Brooklyn's breakup, and we then see what happened afterwards. Brooklyn heads to her secret apartment, something also revealed to us in the first season, and we see the duffel bag that Daniel Kahn, Kenji's father, dropped off. The duffel bag full of money. This gives us much more context for these. Boah, das bekomme ich jetzt aber gerade auch gar nicht mehr zusammen. Wie war das denn nochmal gewesen? Warum hat Daniel Kahn Brooklyn das Geld gegeben? Ich hatte ja in Staffel 1 noch irgendwie vermutet, dass der Broker das irgendwie inszeniert hat. Aber er hat es ja wirklich, ihr ja wirklich gegeben. Und warum nochmal? Kann mir das einer sagen? Da sind Bäume, die gab es auch in Jurassic Park 1, vollkommen richtig. Wieso hat er ihr das Geld gegeben? Ich weiß es echt nicht mehr. Scenes and a whole new perspective of the event. I'm heading to NorCal, and I have cash. Put the word out that you know a new buyer. Informationen, maybe. Ich weiß es nicht mehr. Ich wüsste es aber auch nicht, warum. Nee. Da bin ich nicht der Einzige, das finde ich gut. We also are treated to Brooklyn's perspective of the night of the Allosaurus attack, which shows her making the now infamous video message to Darius. It's at this very moment that she receives a voicemail via Doc Jurassic, which tells her, "My account was hacked. Whoever told you about the dino drop wasn't me." meaning that Brooklyn had been set up. It's at this moment that the iconic Allosaurus approaches her, but while running, we hear. Aber obwohl wir jetzt gesehen haben, was damals passiert ist, verstehe ich trotzdem noch nicht, wie Brooklyn überlebt hat. Weil wir sehen ja einfach nur, wie Ghost ihr den Arm in den Arm reinbeißt. Und dann gibt es ja einen Cut und Brooklyn wacht auf. Dann ist meine Frage, warum hat Ghost sie nicht einfach wirklich getötet? Und wie ist sie dann von da weggekommen? Also warum hat die Pfeifenlady sie quasi noch überleben lassen? Das ist alles ein bisschen komisch. Entweder ist das wirklich so eine kleine Plotlücke, die wir nicht mehr erklärt bekommen, oder da steckt noch mehr dahinter. Die Pfeifenlady hat sie vielleicht am Leben gelassen und hat irgendwie einen Deal mit der Dame vom DPW gemacht. Irgendwie sowas. The very distinctive whistle from that of the handler. In a twist that many weren't expecting, Brooklyn is approached by the pack of Atrociraptors, which surround her, and we see the handler approach. We last saw this robot raptor lady in the very first season. Die Robot Raptor Lady. Die hat übrigens Augen. Alan Grant hatte auch Augen. She instructs the raptors to attack Brooklyn, but the Allosaurus wants a piece of the action, leading to a fight reminiscent of the T-Rex. Und er hat sie sogar noch gerettet, der Allosaurus, ey. Das ist wirklich die ärmste Sau im gesamten Chaos-Theory-Kosmos. versus Raptors Der hat ihr das Leben gerettet, ne? Und wurde als der Mörder verurteilt. Darius wollte ihn einfach töten und hat ihn gejagt. in the first Jurassic Park. Stimmt, das ist ein Easter Egg. Ey, krass. Sogar fast derselbe Shot. T-Rex versus Ja, mit dem Biss hier. Raptors in the first Jurassic Park. Ja. Das lassen wir mal gelten. Das stimmt. And in quite the twist, we learn that it wasn't the Allosaurus that took Brooklyn's arm, but instead one of the Atrociraptors. So, das haben wir gesehen. Und jetzt gibt's einen Cut und sie wacht wieder We auf. see this So, was ist passiert? Hat die alte Lady sie weggerissen? Oder hat sie die Raptoren vorher verprügelt? Hat sie die Pfeifenlady im Schwitzkasten gehabt? Was ist da passiert? Maybe war der Saurier durch was abgelenkt und was lieber dem Geräusch oder so nachgegangen, anstatt sie zu fressen. Oder so, ja, kann auch sein. Kann auch sein. Ja, kann auch sein, doch. Matteo kam ja auch kurz darauf, ne? Ja, Matteo muss erst gekommen sein, nachdem sie ja schon weggeschafft wurde. Keine Ahnung, ob wir das jemals noch erfahren. Kam angeflogen, genau. Die Frisur der Raptor Lady ist dieselbe von Claire am Anfang von Jurassic World. Vielleicht ist es ja Claires Schwester oder so. Kann sein, dass der Allosaurus alle verjagt hat. Das kann auch sein, ja. Aber wir werden es vielleicht noch mitbekommen in Staffel 3, wenn es nochmal einen Rückblick gibt. Aber ich glaube, das bleibt jetzt so ein bisschen offen eher. Pompey, first introduced in The Lost World, wearing a cone, injured inside a cage.
This dinosaur, almost now resembling a pet, is being cared for by Brooklyn and Ronnie, and the whole compy in a cage is very reminiscent of the Dino Tracker video from Dominion's marketing. DPW agent Ronnie is CleverGirl86 on the Dark Jurassic website and has been helping in Der Name ist halt wirklich geil, ne? caring for Brooklyn Der Name ist while in wirklich geil. hiding. You will recognize this DPW double agent as the guy who went against Cabrera in the first season, leading to the handler killing Cabrera with her pack of raptors. Did you hear me? I said... You really think you're the one who's been calling the shots this whole time? We learn that this guy has been working for the handler and likely the broker for quite some time. Here he is seen sneaking into Ronnie's cabin to look for evidence. In the fourth episode, The Adjustment, we open at this dinosaur holding location, which reminds us of the first time we see Claire in Dominion, and we notice a number of iconic... Ja, generell, da würde ich aber auch sagen, dass dann die gesamte Dinosaur Liberation Now Gruppe auch eine Anlehnung an Claire und so waren. Und dieses Ganze, wir müssen Dinosaurier jetzt unbedingt befreien. Das würde ich dann irgendwie auch zusammenfassen, wahrscheinlich eher. herbivore species here, a Pachyrhinosaurus, an Asutoceratops, a Parasaurolophus, and a Stygimoloch. We then see Stygimoloch, ey. Ja. Mistvieh. many of these dinosaurs being let out of their cages under the cover of darkness, just like in the Lost World Jurassic Park. We see members of the Dinosaur Liberation Now group sporting these Velociraptor head masks, noticing one that looks very reminiscent of Blue, the Das habe ich aber auch, ja, stimmt, das stimmt schon. Es ist komischerweise wirklich das Blue-Design, ne? Als wäre Blue auch berühmt in der Welt von Jurassic. Was ein bisschen komisch ist. Aber es scheint so zu sein, ja. Velociraptor, first seen in Jurassic World. These head masks can also be found in real life, made by Mattel. We learn more about Brooklyn's story here. She's working for this group, but undercover, going by the name of Sydney. Brooklyn, or Sydney, discovers that the raid they just did took place near... Aha, vergessen wir jetzt hier gerade Sydney zu erwähnen? Habe ich auch vergessen. Aber Sydney ist ein Easter Egg tatsächlich. Wir haben es eben gerade besprochen. Ein Easter Egg an ein ursprüngliches Konzept, beziehungsweise den allerersten Leak, den wir hatten von dieser Serie. Den allerersten Leak. Das war Sydney damals noch. Airport, leading to her and Ronnie discovering that all of the raids by the DLN were locations close in proximity to airports. When they pull up the flight data, we see a handful of locations: the Bahamas, China, Georgia, Kanada, Canada, the Ivory Coast, and Malta. Malta. Ben's username on Dark Jurassic is Bumpy2015, a nice little nod to his favorite dino pal. And 2015 was the year that Jurassic World was released. Stimmt. Stimmt, ja. When Ben is Das mit Sydney ist mir auch gleich eingefallen, als die Stelle kam. Ja, ich fand das aber auch schon ziemlich cool. Ich frage mich nur, ob sie das wirklich als so ein Easter Egg eingebaut haben oder ob einfach wirklich das damals so aufgeschnappt wurde. Dass da irgendwas mit Sydney aufgeschnappt wurde und genau das wurde eben dann geleakt. Eins von beidem wird es wohl sein. checking for supplies on the Titan sub, we see Pac-Man on the water bottles. Not a Jurassic nod, but come on, Pac-Man's pretty fun. In episode 5, Troubled Waters, Ben says to Kenji, You remember the gyrosphere on Nublar? I will not have that happen again. Let me show you how it's... Das ist auch kein Easter Egg. Das wird einfach erzählt. he then receives a scam message through Dark Jurassic. I mean, I get these Denn das ist eine Referenz, ist das. Es wird referenziert. Das ist kein Easter Egg dann automatisch. kind of emails too. When Brooklyn begins exploring the Obwohl, Moment, ich klugscheiße hier einfach rum, wie der größte Dämmlack und da oben steht sogar Easter Eggs und Referenzen. Verzeiht mir, das war ein Fauxpas meinerseits. Bitte beschimpft mich jetzt in den Kommentaren dafür. Los geht's. broker's penthouse suite, we notice a few objects on the shelf. One specifically stands out, the Velociraptor resonating chamber from Jurassic Park 3. And of course, the opening of Und wir haben eine Sache nicht bekommen, ich hätte mir die so gewünscht, dass diese Liberation Now Gruppe, dass einer von denen ein Jurassic Park 3
Raptor-Helm aufhat. Weil der reden kann. Und wisst ihr, Raptor reden, der Traum mit Alan. Und dann müsste noch einer von denen Alan heißen und der Typ mit der Raptor-Maske hätte Alan gesagt. Warum war das nicht mit da drin? Da ist doch der Gazzi. Was ist denn der Gazzi? Ach, dieses Objekt von Kenjis Vater. Ich wusste nicht mehr, was das ist. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Das habt ihr nämlich, glaube ich, gestern im Livestream auch erwähnt gehabt. Von Kenjis Vater war da irgendwas. Die Vase meint er. Ja, ich hab, Staffel 5 oder Staffel 4? Wo wurde die Vase gezeigt? Ich habe keine Ahnung mehr. Cretaceous. Where are you? There it is! And the identity of the broker is finally unveiled to us. It's Soyona Santos from Jurassic World Dominion. Das würde ich nicht als Easter Egg bezeichnen. Das ist einfach ein Teil der Story. Das ist auch wieder ein Aufbau für den kommenden Film. Easter Eggs, Mann. Wird einfach alles rausgehauen, was so auffällt. Ah, Gelb. Gelb gab's auch schon mal, übrigens. I do have another job for you. Short hot money's double. A fantastic inclusion in the animated show. Shupcha Melehena. An iconic Jurassic Park dinosaur has made it to Western Africa, the Brachiosaurus. Kenji also vocalizes to it, something the group of ex-campers did while at Camp Cretaceous. We learn more about the broker here, about Soyona Santos' backstory, something writer of the show Scott Creamer told us Colin Trevorrow. Das fand ich aber auch chillig, dass Soyona Santos hier wirklich so eine Künstlerin ist. Ne? Die hat so einen Kunstfetisch, so einen Designfetisch. Und er hat eben irgendwas erzählt, da muss ich ganz kurz zuhören, was Colin Trevorrow wohl mal geplant hatte. Dinosaur has made it to Western Africa, the Brachiosaurus. Kenji also vocalizes to it, something the group of ex-campers did while at Camp Cretaceous. We learn more about the broker here, about Soyona Santos' backstory, something writer of the show Scott Creamer told us Colin Trevorrow was also very heavily involved in creating. Aha, krass, guckt mal. Colin Trevorrow hat mitgeholfen, die Figur von Soyona Santos weiter auszubauen. Das war scheinbar seine Idee. Von Soyona Santos. Dass die eben so eine Künstlerin ist und deswegen auch mit diesem weißen Mantel immer rumläuft und sowas. Ist ganz cool. Mit Santos habe ich nicht gerechnet, dass sie der Broker ist. Ich glaube, also bei mir war es entweder Soyona Santos, weil das auch mal ganz früher geleakt wurde und das hat irgendwie auch Sinn gemacht wegen den Atrociraptoren. Oder halt, wie hieß er, den ich noch verdächtigt habe? Nicht Dudley, sondern der andere. Ihr wisst, wen ich meine. Wie hieß er denn nochmal? Der immer, Matteo, Dankeschön, Matteo, genau. The actress who played Soyona in Dominion has also returned to the franchise to voice her animated form. Welcome back, Deechan Lackman. Aber auch nur im Englischen, glaube ich. Ne? Im Deutschen war es wieder eine andere Stimme gewesen. Soyona states, My business takes me all over. and when asked about her business, she says, Call it paleontology. she reveals that her mother was part of the dig that discovered the fighting dinosaurs in Mongolia. This is a real-world reference. A velociraptor and a protoceratops fought to the death and were fossilized as such. Scientists believe Krass, das ist cool, ey. Also so ein Fund ist schon echt cool. that an avalanche of sand swept over these two enemies, preserving them in the heat of the battle. They were unearthed in 1971 and are considered a national treasure. Krass. Boah, die Klaue ist sogar noch komplett hier. Das ist ja geil. Of Mongolia. There are a lot of real-world paleo connections and references in this season. And shortly after Im Deutschen müsste es auch dieselbe gewesen sein. Keine Ahnung. Also, ich dachte nicht, weil ich habe die nicht wiedererkannt an der Stimme zumindest. Allerdings gucke ich jetzt auch Jurassic World Dominion nicht so häufig, aus Gründen. Und Soyona Santos redet auch gar nicht so viel in Jurassic World Dominion, glaube ich. Vielleicht wusste ich es auch einfach noch nicht mehr. After she reveals this, we see a raptor claw tapping on the ground, just like in the kitchen scene from Jurassic Park. Das machen sie immer. Egal wann ein Raptor auftaucht, ist immer dieses Klong, 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 Klong.
Beim Pyroraptor hat man es auch gesehen. In Jurassic World Dominion. In Jurassic World Aftermath arbeitet auch eine M. Santos. Interessant. Interessant, ja, könnte verwandt sein. Es sei denn, Santos ist so ein Name wie Schmidt in Deutschland. So jeder Zweite heißt Schmidt oder Hitzel. Tapping raptor is revealed to be Red, the Atrociraptor, first seen in Jurassic World Dominion with the other pack. Red was absent from Season 1 with just the 3 raptors making up the Handlers pack. Now we know what Red was up to. Soyona reveals that Red doesn't attack. Unless I tell her to. revealing the remote that we first saw her handling in Dominion. She says, Amazing the control you can have over these creatures when you really take the time to earn it. I'm not sure about you, but this kind of feels like a dig at Owen's attempts to control Da ist sie wieder. Da ist sie. Die Hand. Die mächtige Hand. Er nimmt hier alles als Referenzen oder Easter Eggs. Ja, ich finde das auch ein bisschen extrem, was die daraus machen. Ich finde das auch ein bisschen viel. Owen hatte Haare. Ian Malcolm hatte Haare. the raptors. Hey, what did I just say? Kenji swims to retrieve the flare gun, a very Jurassic Park Referenz an, lass mich raten, Jurassic Park 3 mit dem Spinosaurus. Achtung, 3, 2, 1. pre-coded scene. Könnte man vielleicht sogar noch irgendwie durchgehen lassen, aber ich hätte das, glaube ich, auch nicht als Referenz genommen. During this raptor attack sequence, Brooklyn runs into the Nein, sag jetzt nicht, das ist eine Referenz an Lex, die Tür kurz vorher zumacht. Bitte nicht. elevator while the raptor charges, reminding us of the Was ich zählen lassen würde, wäre der Elevator der Aufzug in Fallen Kingdom. Das lasse ich zählen. Komme jetzt ja nicht mit Lex an. iconic scene from Fallen Kingdom. Okay. Ist halt ein Aufzug, der zugeht, ne? Aber ist okay. Doch, das lasse ich zählen. In the 6th episode, Up the River, while the boat sails away, we see bubbles rise from under the water. This shot quite reminiscent of the boat scene in Jurassic Park 3. Ja, aber da waren es doch Fische. Nee, komm, wir machen jetzt weiter. Kann man auch zählen lassen vielleicht. Vom Shot her passt das schon irgendwie und so, doch. Ja. And here we see a non-prehistoric Spinosaurus sieht auch fast aus wie ein Nilpferd, das ist schon alles in Ordnung so. animal, a hippo. We have dinosaurs interacting with real animals in the wild. Das fand ich auch ultra geil, die Idee einfach zu. Jurassic World Dominion auch wieder sowas. Generell Jurassic World. Wo gab es mal richtige Tiere, die mit Dinosauriern interagiert haben? Das gab es kein einziges Mal in der Jurassic World Trilogie. Außer einmal kurz, wo der T-Rex halt einen Löwe anbrüllt. Oder wo dann da die Parasaurolophus oder was es waren, Parasaurolophus, glaube ich, in diese Wildpferdeherde reinrennen. Das war's. Krass. This one isn't an egg, just something that we noticed many people have wanted to see. In episode 7, All Night Long, while the group discuss how to go back for Yasmina, Sammy states, Land, water, air? It's all dangerous, Zena! reminding us of the Interessant. Das habe ich gar nicht gehört. Das ist wirklich eine Anspielung auf Jurassic World Rebirth, oder? Einfach nur ein Zufall. Air? It's all dangerous, Zena! reminding us of the synopsis for the upcoming Jurassic World Rebirth movie, which states, this action-packed new chapter sees an intrepid team racing to secure DNA samples from the 3 most colossal creatures across land, sea, and air. This compy seen as a silhouette in the foreground is similar to when we see the compy on Main Street in Fallen Kingdom. While hiding in the trees, Yasmina is attacked by a group of Dimorphodons. These large-headed terrors were introduced at the Jurassic World Park and brought havoc to the guests. They also already attacked Yasmina and co. in Stimmt, die kamen auch in Staffel 1 oder 2 oder sowas vor, ne? Camp Cretaceous. Yasmina swimming in the water away from a large dinosaur. Spinosaurus-Referenz, aber da würde ich auch Referenz ja, Easter Egg nein.
certainly reminds us of her doing the same thing in the Mosasaurus arena in season 1 of Camp Cretaceous. And when these two behemoths battle it out, the fight plays out quite like the Rex vs. Spino battle. Echt jetzt? Ich müsste, weiß ich halt nicht, ey. Ich müsste da echt mal gucken, dass ich auch mal so ein Referenzvideo vielleicht mache. Aber das ist doch nicht einfach nur, weil da zwei Saurier kämpfen, ist dann gleich Spino gegen T-Rex. Einfach nur, weil der eine halt auch eine lange Schnauze hat. Battle in Jurassic Park 3. In the 8th episode, Lab Partners Part 1, we see a herd of Jurassic World Rebirth meinst du? Ja, was hab ich gesagt? Jurassic World Rebirth meine ich, ja. Kentrosaurs by the river. This herbivore species was first introduced in Camp Cretaceous, being bred on Manticore Island. We also get another returning dinosaur. These Monolophosaurs were first introduced in the 3rd season of Camp Cretaceous. This time, however, they're on chains. These Monos, once free from their... Die hatten auch mitunter die geilsten Szenen in Camp Cretaceous gehabt. Das waren doch die in das Hotel reingekommen sind, ne? Wo Kenjis Vater das Apartment hatte. Das war auch cool. Chains attempt to get through the doors to attack Ben and Kenji, just like they did in Kenji's father's penthouse. Ja, das meine ich, genau. Once deeper inside the lab, we see dinosaurs stored in some type of cryogenic or suspended state, which is just like the laboratory sequence in Jurassic Park 3. In these containers, we see a number of recognizable species, a baby Brachiosaurus, a Baryonyx, and what looks to be a Lystrosaurus, the little dude from the Dino Fight. Das ist auch sauhässlich, dieses Tier. Es tut mir echt leid, aber ne. Arenas in Malta in Dominion. Zayna says, I know how cloning works. Da hat sie mich ein bisschen genervt, die Zayna. Da war sie ein bisschen. Learned about it at school. Oh. And while not an egg, it's a cool nod to show how the world has adapted and changed post the Jurassic World Park. It's here that we are introduced to another pterodino for this season. It's an eyeless Baryonyx. It's not just blind, it's missing its eyes entirely. This is based on a real condition called leucism, a condition in animals which causes the lack of pigmentation in its skin. It's revealed that the scientist altered its genetic code to remove its eyes, and its lack of eyes is enhancing the other dinosaurs' senses, leading to the increased hearing. In the second part of this episode, we see Soyona. Hat eben jemand geschrieben, safe kommt am Ende, dass das Flugzeug an Jurassic Park 3 erinnert. Du meinst das hier wahrscheinlich, ne? Aber dazu muss man auch wirklich sagen, es ist vom Design her schon fast dasselbe wie in Jurassic Park 3, oder? Ich meine, es ist aber halt einfach dasselbe Flugzeug, das wir, glaube ich, auch in Jurassic World Dominion sehen. Ich meine, da sehen wir das auch, das Richtige. Deswegen wäre da die Referenz und das Easter Egg vielleicht eher angebracht als bei Jurassic Park 3. Mal gucken. And Brooklyn by Soyona's jet. This very well could be the same plane that we see in Jurassic World Dominion, further tying the live-action series to that of the animated world. The Brachiosaurus is back and it stands on its hind legs just like Das ist ein Easter Egg. Das ist auf jeden Fall sowas von ein Easter Egg, ja. It did in Jurassic Park. We're gonna make a fortune with this place. In this episode, we meet a new scientist who's been working in this lab under the guide of Soyona Santos. This geneticist, much like Dr. Wu and others, goes rogue with power, doesn't follow direct orders, and tries to modify genomes beyond logic or compassion. This scientist gone rogue does appear to be quite a Jurassic theme. Brooklyn saves Soyona Santos here, earning her trust. All of this scenario that we see here is making us think that the line she speaks to Dodgson in Dominion, I didn't like what happened last time. Okay, just call me when it's done. Could be referencing this. In the very last episode, Reunion. Ja, das könnte. Ist das einer vom Biosyn vielleicht hier? Er? Das könnte sie damit gemeint haben, tatsächlich, das stimmt. The dinosaurs seen here communicate similarly to that of the Raptor Squad and the Indominus Rex in Jurassic World. Nur andersrum jetzt halt, ne? Something's wrong. They're communicating. The Atrociraptor, showing its smarts, learns how to make the thumb click sound, therefore being able to control the eyeless Baryonyx.
and turns it on the scientist. If there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, well, there it is. This control room here reminds us of the control room that we see in Jurassic Park war noch so richtig schön geerdet, so richtig geil. Was haben sie nur damit gemacht, ey? Jurassic World. This baryonyx reveal also reminds us of the baryonyx reveal from Fallen Kingdom. Deep breaths, Frank. And when we meet Zaina's father, his vehicle reminds us of the Mercedes used by staff at Jurassic World. Someone called the Baba Taxi. The all-important reunion of Brooklyn and her fellow campers happens here, but not in the way you would expect. There aren't any hugs, any embraces, just an emotional decision being made by Brooklyn to go with Soyona. Brooklyn says, "Wait, you're partnering with Biosyn?" Which is a name drop to the company introduced in Dominion and proof that Soyona works for this company, or at least partners with Louis Dodgson later on. Ja, finde ich auch geil, dass man das jetzt mal so einführt. Very close to the story that we learn in Jurassic World Dominion. Auch eine sehr seltsame Szene gewesen. And that appears to be all of the Easter eggs, nods, and references that we caught in Season 2 of Jurassic World Chaos Theory. Did you enjoy this second season, and what did you think of the broker? What eggs have we missed? Be sure to let us know. Ich glaube, Eggs habt ihr gar nichts gemisst. Ich glaube, ihr habt einfach nahezu alles aufgezählt. Also es gab nichts, was ihr nicht aufgezählt habt, außer halt die Sache mit Sydney. Aber ansonsten, naja. Gut, ihr Lieben, das waren auf jeden Fall jetzt schon mal 2 von zahlreichen Videos. Heute haben wir uns erstmal nur mit Jurassic Outpost beschäftigt. Gibt auch noch sehr, sehr, sehr viele andere Sachen zu bestaunen. Das machen wir aber dann morgen wieder. Heute kommt noch ein Video von mir online, das will ich noch fertig machen zu Jurassic World Rebirth. Dann kommen morgen noch die letzten 2 Episodenbesprechungen von Staffel 1 zu Jurassic World Chaos Theory. Ja, ist auf jeden Fall noch ein bisschen was an Content vorzubereiten. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute mit dem Livestream. Schön, dass ihr alle am Start gewesen seid. Macht euch noch einen schönen Montag. Dann sehen wir uns morgen wieder live. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.